Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wie bereits gestern schon angekündigt, gibt es heute wieder ein Giveaway im Wert von 100 Euro, also 3000 Pilze, als Anlass zum Legendary Dungeon Start für eine kleine, Pilzspritze, sag ich mal. Und alles, was ihr dazu machen müsst, ist halt eben unter dem Video hier einen Kommentar verfassen. Und das Gewinnspiel richtet sich auch an meine Abonnenten. Deswegen würde es mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr auch auf dem Kanal hier ein kostenloses Abo dalassen würdet. Das würde mich auf jeden Fall sehr supporten und ihr würdet in Zukunft auch nichts verpassen, was zukünftige Codes, Giveaways und weitere Informationen rund um Shakes and Fidget angeht. Ja, vielen lieben Dank und ich wünsche euch viel Erfolg, viel Glück bei dem Gewinnspiel. Das Ganze ist als kleines Dankeschön wieder zu sehen für den immer noch sehr krass anhaltenden Support, den ihr mir gegenüber bringt durch den Creator Code. Das Ganze ist wirklich eine sehr heftige Sache und dadurch ist es mir auch halt erst möglich, so viel euch auch zurückzugeben. Und der Creator Code, der finanziert halt eben solche Gewinnspiele für euch. Der finanziert unter anderem auch in Zukunft baldige Projekte, die ich auch geplant habe. Ein paar Sachen mit Preisgeldern, so die relativ hoch sind, sag ich mal, die auch in Zukunft bald auf euch zukommen werden. Und sowas finanziert der Creator Code. Aber unter anderem auch natürlich immer noch. Das hatte letztes Mal jemand, beziehungsweise mehrere Leute, haben das auch gefragt gehabt beim letzten Gewinnspiel, weil ich gesagt hatte, ein Teil davon geht in Gewinnspiele, ein Teil davon geht in Projekte und ein Teil davon geht halt auch eben an gemeinnützige Organisationen in meiner Nähe. Und da wurde gefragt und gebeten darum, ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, wofür oder wo das Ganze überhaupt ankommt. Und das wollte ich euch heute nochmal zeigen. Und zwar gehen ein Teil von den Spenden, beziehungsweise von den Creator Code Einnahmen, spende ich quasi dann ein Teil weiter an die Tierrettung Greifswald und das ist bei mir ganz in der Nähe und die kümmern sich halt eben darum, dass das Leid der Tiere seien es angefahrene Füchse, Rehe oder was bei mir ist zum Beispiel schon mal der Fall gewesen ist, Vögel mit einem, mit einem Flugtrauma oder so oder mit einem, ist gegen eine Scheibe geflogen so und konnte dann nicht mehr fliegen, musste ich die Tierrettung rufen, so haben die dann den Vogel mitgenommen. Ne? Wer mich da auf Instagram verfolgen sollte, der hat das vielleicht gesehen und das ist hier eine gemeinnützige Organisation, finanzieren sich ausschließlich von Spendengeldern, deswegen bin ich sehr erpicht darauf und sehr stolz auch am Ende des Jahres, was wir auch in Videoform festhalten werden, dahin zu fahren und zu gucken, was die Leute dort eventuell mit den Spenden, die da insgesamt zusammengekommen sind, vorhaben. Und das Ganze, wie gesagt, halten wir auch als Video fest, damit ihr auch seht, okay, wo kommt das Ganze denn, oder zumindest ein Teil davon denn halt an, ne? Also, wenn ihr beim nächsten Mal den Creator Code bzw. einen Kauf im Shop tätigen solltet, dann könnt ihr das natürlich auch sehr gerne tun. Ihr braucht natürlich auch nicht unbedingt einen Creator Code eingeben, das wäre aber ziemlich dumm, weil so gehen halt 100% an Playa, ne? Ich meine, ich denke mal, Playa wird schon genug Geld haben, sage ich jetzt mal einfach so. Ne? Deswegen, so gehen dann halt nicht, wenn ihr den Creator Code hier eingebt, unter dem Paket hier zum Beispiel, dann gehen nicht 100% an Playa, sondern nur noch 95%. Ja? Und 5% bekomme ich halt dann anteilig vergütet von den Einnahmen hier. Und mit diesen 5% finanzieren wir halt eben diese coolen Sachen, wie unter anderem diese Gewinnspiele, die Projekte in Zukunft und halt eben auch einen Teil hier zu dieser Tierrettung, die sich da auch sehr drüber freuen. Und glaubt mir, es kommt wirklich was zusammen und es lohnt sich. Ja? Ihr seht hier, das wurde letztes Jahr zum Beispiel hier alles geschafft. Über 1600 Einsätze, 1100 Stunden, die halt auch erstmal aufgebracht werden müssen und sehr viele gerettete Tiere auch. Deswegen
freut mich das auf jeden Fall sehr, dass wir da auch ja, gemeinnützig tätig werden. Und deswegen bedanke ich mich auch recht herzlich bei euch jedes Mal und ja, dafür, dass ihr halt eben diesen Code so krass nutzt und das nicht einfach so vergibt an Playa, sag ich mal, ne? Und ja, ich denke mal, es ist sowieso das Sinnvollste, über den Webshop aufzuladen, weil ja, über Steam, iOS und Android die Pilze anstatt 100 Euro jetzt 120 Euro kosten. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, falls ihr immer über die App aufgeladen habt. Falls es euch nicht aufgefallen ist, dann solltet ihr dringend auf jeden Fall auf den Webshop wechseln, weil dort spart ihr halt nämlich ja, bares Geld. Ne? Und deswegen ja, sollte man das auf jeden Fall machen. Und ist eine gute Alternative zu den gestiegenen Pilzpreisen halt auf den genannten Plattformen. Ne? Ja, das auf jeden Fall soweit dazu. Entschuldigung, gerade einen kleinen Frosch im Hals gehabt, wie Franzosen nach dem Essen. Ja, das Ganze wird am Samstag ausgelost. Das heißt, wenn ihr euch hier eingetragen habt, dann habt ihr 3 Tage Zeit, um halt eben ja, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Und nach diesen 3 Tagen lose ich dann am Samstag in dem Video dann den Gewinner aus. Einer kann nur gewinnen und eventuell, ja, bist du es ja, der gewonnen hatte. Ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall denke ich mal, dass ja, dass ihr euch über die Pilze auf jeden Fall freuen werdet. Ich denke mal, es ist auch ein ganz guter Anlass zum Legendary Dungeon, weil, wie gesagt, das, was mich halt so reizt jetzt an diesem Dungeon, ist halt eben die legendäre Waffe. So, ne, das ist eigentlich das, was man unbedingt haben möchte. Oh, heute ist irgendwie komisch. Ja, das ist das, was man auf jeden Fall haben möchte. Und ja, die anderen Sachen natürlich auch. Schuhe und den Ring, aber hauptsächlich natürlich die Waffe. Und wie schon im letzten Video erwähnt, ist es halt eben, ja, ein Dungeon, ein Legendary Dungeon, den man auf jeden Fall ja, angreifen sollte, wenn man halt eben unbedingt eine Waffe haben möchte, beziehungsweise bei den letzten Dungeons keine bekommen hat. So, ne? Da waren ja beim letzten, der letzte Dungeon war die Geburtstagssause gewesen und da waren zum Beispiel die Waffen nicht die neuen Items gewesen, sondern, ja, ich glaube Gürtel, Helm und der Anhänger hier. Ich glaube ja, ne? Und dann waren das nämlich die neuen Items und somit war halt eben auch die Chance höher, die 3 Items zuerst zu bekommen. So, und dann hat sich der normale Cycle, wenn man alle 3 einmal bekommen hat, so einigermaßen wieder eingepegelt. Ja, und dann hat man halt die Chance, jedes Item bis zu 4 Mal zu bekommen, so wie ich das verstanden habe. Ne? Aber so ganz hundertprozentig sieht man da auch nicht durch, sage ich euch ehrlich. Aber das ist so das, was man jetzt bisher so weiß, beziehungsweise was man vermutet, weil beim letzten oder überletzten Dungeon, da hatte ich, glaube ich, mal aufgezählt, wie viele gleiche Item-Slots ich bekommen habe und das waren deutlich über 4, da waren wir nachher irgendwie bei 7, 8 oder 9 Mal das gleiche Item oder so, also so hundertprozentig kann das Ganze auch nicht stimmen, ne? Aber was ich euch halt eben sagen kann, ist, dass halt immer die neuen Items zuerst kommen. Im Regelfall, ne? Die müssen jetzt nicht sofort erscheinen bei den ersten 2, 3 Runs oder so, aber die kommen halt relativ früh. Also ihr braucht keine 20 ja, oder vielleicht sogar 10 Runs oder so machen. Ne? Also die kommen vielleicht in den ersten 5 oder so, ne? Weil die halt eben, weil dort halt von den neuen Items die Chance ein bisschen wohl erhöht wird. Ne? Und deswegen, da wir halt eben die Waffen haben, die auch, die Waffe, ne, die auch neu ist, wird halt eben dort halt auch die Chance erhöht und somit ja, ist es halt gut möglich, innerhalb der ersten 5 Runs eventuell eine Waffe zu bekommen und man muss nicht, ja, was ich auch schon gehört habe, nach 20, 30, 35 Runs hat man immer noch nicht das gewünschte Item. Der Legendary Dungeon, der ist echt cool, die Mechanik finde ich auch sehr nice, aber die Chance, wie man bestimmte Items bekommt, ist halt so hart random manchmal, dass es einen schon irgendwo ein Stück weit unfair erscheint hier und da mal. Und deswegen, ja, bin ich eigentlich ganz froh, sag ich mal, dass man halt jetzt hier eine gute Chance hat, sich eine schöne Waffe zu sichern.
Ja, ich bin auch schon am Überlegen, aber ich will wirklich noch warten bis Stufe 700. Also es würde sich schon so dermaßen lohnen. Ich werde hundertprozentig eine Legendary-Waffe bekommen in diesem Dungeon. Da bin ich mir 100... Also vorher höre ich auch nicht auf. Ich will ja alle Items haben, so, ne? Es wird sich schon sehr lohnen. Das sage ich mal so, wie es ist, ne? Aber ich habe mir halt wirklich so zur Aufgabe gemacht, dass ich halt bis Stufe 700 warten möchte. Hinterfragt das nicht, warum. Ja, ich möchte das einfach so glatt haben. Außerdem, ja, lohnt sich bei der Waffe vielleicht, aber bei dem ein oder anderen Equipment-Slot lohnt sich das, glaube ich, noch gar nicht mal so sehr für meine Stufe, sich neu zu equippen. Wir können mal ja, bei Teufli gucken. Er hat hier 30 Item oder 30 Stats besser, 45 maximal. Ist auch ein paar Level noch unter uns. Haben wir noch hier jemanden, der ungefähr auf unserem Level ist hier? Ja, Dwayne ist zum Beispiel schon wieder deutlich über uns. Der wird wahrscheinlich auch Items haben. Aber guck mal, selbst so 70 Stats, wenn er jetzt beim letzten Mal sich equipped haben sollte, ne, 70 Stats mehr, ist halt auch nochmal vom Level höher, könnten auch noch bessere Items sein. Das ist halt jetzt auch noch nicht die Welt. Also das lohnt sich für mich persönlich noch nicht. Klar, die Waffe würde sich, denke ich mal, jetzt schon so langsam lohnen. So, aber ich will dann halt auch einmal von allem was haben. So, ich möchte eine komplette Umequipung. Das ist eigentlich so der Grund. Ja. Okay, aber ich denke mal, für heute soll es erstmal soweit gewesen sein. Wie gesagt, nehmt gerne teil. Bis Samstag habt ihr Zeit. Einfach hier unter dem Video Kommentar verfassen. Es würde mich auch sehr natürlich freuen, wenn ihr dem Video hier einen Daumen nach oben gebt. Das würde mich auch sehr supporten. Und ja, ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag, viel Erfolg beim Gewinnspiel und dann hören wir uns ja, morgen wieder. Ne? Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal.